Heute zeigen wir euch, was eine Favela oder was ein Barrio, sagt man hier, wirklich bedeutet. Wir haben auch Aussagen von Leuten, die hier wohnen. Ich bin hier eingeladen, weil es gibt sehr viele Beiträge, die stimmen einfach nicht. Bleib dran und du siehst es. Papi, súbeme la mini, me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty booty. Papi, yo sé bien lo que quieres, muchas te lo mueven y tú quieres esta shorty. So, da sind wir also in diesem Barrio. Schauen wir uns ein bisschen um, machen einen Spaziergang, schauen, wie die Leute hier leben. Ja, und das Quartier, das heißt Bay Oriente. Ich habe das leider Gottes erst im Nachhinein alles recherchiert mit ChatGPT, mit DeepSeek und auch in Google. Ziemlich lange und das ist dabei herausgekommen. Also Sicherheitsempfehlungen für Bay Oriente. Nicht als Tourist oder Expat betreten. Extrem hohes Risiko für Überfälle oder Schlimmeres. Auch tagsüber gefährlich. Gibt keine sichere Zone. Selbst Einheimische aus anderen Stadtteilen meiden Bay Oriente. Falls unbedingt nötig, nur mit vertrauenswürdigen Einheimischen und im Auto dorthin fahren. Gut, das haben wir ja gemacht. Fazit, Bay Oriente ist eines der gefährlichsten Viertel von Medellin. Später dann ein Interview mit einem Insider, der wohnt natürlich hier und der weiß ganz genau, wie es hier organisiert ist, wer hier das Sagen hat und vor allem auch, wie gefährlich es ist, auch für uns Ausländer. So sieht es etwa aus hier. Kann man sich ein bisschen ein Bild machen. Überall Musik, volle Lautstärke. Überall kommt der Nächste. Oder ich laufe jetzt hier, ich gehe jetzt hier durch die Gegend und es gibt viele so YouTuber, die machen Berichte, das ist alles so gefährlich. Welche Gefahr besteht im Allgemeinen, wenn die Einheimischen sagen, Leute, filmt nicht in unserem Viertel? Ehrlich gesagt, das passiert oft. Sie könnten anfangen, die Kamera wegzunehmen. So ist es. Das heißt, jeder Motorradfahrer gehört zu ihrer Bande. Okay, jetzt ist es Zeit zu gehen. Denn anscheinend kann man hier nichts mehr filmen. Aber ihr habt verstanden. Ihr habt erfahren, worum es in diesem Viertel geht. Und wie die Favelas von Medellin überhaupt entstanden. Das ist Blödsinn. Kann ich nicht anders sagen. Hier. Oh Gott, ich bin absolut in den Favelas drin. This area is not safe. Bro, hey, back to Medellin, where are you? Da kommen Leute angelaufen. Und ich fahr wieder los. Das ist mir nichts, wenn Leute hier irgendwie angefahren kommen. You worried about me? Yeah, of course, because we are in a very bad area. You start to see the houses have changed. Yeah, Favelas. Yeah, favelas. Ja, das ist vielleicht auch ein wenig übertrieben. Insbesondere wurde dieser Beitrag im Talboden auf der Autobahn gedreht und nicht in einem dieser Quartiere. Ja, es gäbe noch unzählige weitere Beispiele, aber ich glaube, wir lassen es dabei einmal bewenden. Und es ist schon auch jetzt, ich muss schon sagen, die Infrastruktur ist schon sehr schlecht, oder? Also der Boden hier ist natürlich nicht mehr geteert. Und trotzdem ist es überhaupt nicht irgendwie unangenehm oder etwas. Ja, bis anhin habe ich mich da eigentlich relativ sicher gefühlt. Ich denke, ich wäre auch gewarnt worden, wenn ich da tagsüber nicht herumspazieren könnte. Nachts sieht es sicher nochmals ein bisschen anders aus. Und was wir da unten sehen, das ist übrigens das Zentrum, da werden wir auch berichten. Auch da ist es dann teilweise schon ein wenig unschön. Das ist schon eine Hütte, die sehr rudimentär ist. Ja, gehen wir zurück zu unseren Gastgebern. Hier noch der andere Nachbar beim Umzug. Wir haben ihm geholfen und ihm viel Glück gewünscht, dass seine Dinge auch heil ankommen mögen. Ich bin hier bei Venezolanern, das ist eine venezolanische Spezialität. Das sind die Teller, das ist aber mehr, sind irgendwelche Deckel. Jetzt zeige ich schnell die Wohnung. Relativ eine normale Wohnung. Obschon wir sind hier eigentlich im obersten Teil, der ärmste Teil. Der Nachbar macht Musik. Es ist so laut, ich kann fast nicht sprechen. Das sind dann wirklich die ganz obersten Hütten. Aber es ist nicht so, dass das jetzt einfach Blechhütten wären. Muchísimo, ¿cierto? Sí, es que somos bastante. Somos bastante los que vamos a estar hoy aquí. Sí. ¿Viene más gente? Mi cuñado con la esposa. Bevor wir jetzt an einen Aussichtspunkt gehen, nochmal schnell zu dieser Sicherheitsdiskussion. Die interessiert mich eigentlich brennend, seit ich in Südamerika bin. Ja, wenn man die Meldungen des Auswärtigen Amtes oder auch des Schweizerischen Außendepartements EDA liest, dann denkt man, ja, da kann man ja gar nicht hingehen.
Ist man aber ja dann mal einmal dort, merkt man irgendwie gar nichts von dem Ganzen. Und so gesehen muss man sich halt ständig informieren. Ich frage immer die Taxifahrer und die Lokalen, auch in Hotels etc., wie die Situation ist. Aber natürlich auch im Internet, auch bei deutschen, Schweizer Quellen, ob das immer zuverlässig ist, das werden wir im Rahmen dieser Serie noch untersuchen. Und ich komme jetzt nochmal zurück auf dieses Quartier, wo ich gerade bin. Und habe da mal eine Statistik erstellen lassen, nach dem ChatGPT dann, und es zeigt sich, dass eigentlich dieses Barrio hier eigentlich zu oberst ist, also eigentlich als das gefährlichste gilt. Das ist Kommune 1, 2 und 3. Ich habe dann die Liste noch erweitert auf die ganze Stadt und ich werde das wirklich ein bisschen recherchieren, weil eben ich will auch wissen, wo ich bin und wie es aussieht. Und hier sehen wir jetzt nochmals diese Statistik. Ja, man sieht, das ist also eigentlich hier alles andere als empfehlenswert. Gehen wir aber doch am besten mal raus, machen ein Interview und fragen die Einheimischen. Ich gehe jetzt mit Jermo an einen Aussichtspunkt, damit man nach unten sieht, nach Medellin richtig, weil die Aussicht ist sensationell, weil wir sind wirklich sehr hoch. Bevor wir aber die Sicherheitslage in diesem Quartier oder auch generell in Medellin und Kolumbien weiter ergründen, werfen wir mal einen Blick zurück in die Geschichte. Im Jahre 2005 ist der Dokumentarfilm La Sierra erschienen. Dieser bietet einen tiefen Einblick in das Leben eines dieser Quartiere, eben das heißt La Sierra, und ist Teil, glaube ich, der Kommune 8, also ist nicht weit weg von da, wo wir jetzt gerade sind. Damals waren vor allem Paramilitärs und Jugendgangs, die heißen da Combos, aktiv. Der Film ist schockierend und zeigt sehr viel Gewalt und das ist natürlich alles echt. Das werde ich hier bewusst nicht zeigen. Für jene, die das interessiert, ist unten in der Videobeschreibung der Link zum Film. Ja, dieser Film hat international für ein großes Aufsehen gesorgt, weil er halt eben ungeschönte Einblicke in das Leben dieser jungen Menschen in diesen von Gewalt geprägten armen Viertel wiedergab. Pero la milicia que tuviera que ver con guerrilla. Dieser junge Mann, der da mit dem Motorrad losfährt, der wurde gleich danach von Regierungseinheiten auf offener Straße dann erschossen. Ja, und was wir jetzt hier sehen, ist übrigens auch Teil des Filmes, das ist die Demobilisierung der Paramilitärs. Das war im Jahr 2003 bis, glaube ich, 2006 circa. Da wurden diese paramilitärischen Gruppen entwaffnet, also die haben dann freiwillig die Waffen niedergelegt. Und für jene, die das interessiert, würde ich wirklich diesen Dokumentarfilm empfehlen und nicht diese anderen YouTube-Kanäle. Außer unseren natürlich, den dürft ihr übrigens auch gerne abonnieren. Es gab eine Amnestie und den Versuch, diese Leute zu einer Wiederintegration zu bewegen. Das ist sicher teilweise gelungen, auch wenn heute sicherlich nicht alles rosig ist. Dennoch glaube ich, dass das ein Wendepunkt in der Geschichte oder auch bezüglich der Sicherheitslage in diesen Barrios war. Diesen jungen Mann hier, den haben wir mehrere Male gesehen und der hätte sicher auch vieles zu erzählen. Wer es ist, das sehen wir gleich. Ja, was sagen eigentlich die Medien zur Sicherheitslage in Kolumbien? Schauen wir uns mal einige Beispiele aus den letzten 5 Jahren im deutschsprachigen Raum an. Insgesamt 5 Kriegsfronten gibt es in Kolumbien mit geschätzten 2500 bis 3000 bewaffneten Kämpfern. Ja, man sieht es auf der Karte. Das würde eigentlich heißen, wir sind hier in Medellin mitten in einem Kriegsgebiet. Das ist sicher nicht der Fall, wenngleich es im Norden diese Provinz in Antioquia und im Süden angrenzend in Córdoba sicher noch paramilitärische Einheiten gibt. Aber auch da kann man also ohne Probleme mit dem Bus durchreisen, da passiert gar nichts. Kolumbien jetzt stattfindet, Bürgerkrieg nennen? Was sicher ist, ist, dass das Friedensabkommen hat nur eine Pause in der Konflikt. Ganz schnell zu diesem Friedensabkommen, das war 2016 unter dem damaligen Präsidenten Santos. Der hat im Anschluss daran auch den Friedensnobelpreis für das erhalten. Man hat damals dann auch die größte Guerilla-Organisation, also eigentlich die Kontrahenten dieser Paramilitär, demobilisiert.
Natürlich ist auch das nicht vollständig gelungen. Es gibt eben nach wie vor eine Organisation, die heißt ELN, aber insgesamt war es sicher auch ein wichtiger Schritt im Friedensprozess und eben halt auch wieder im Hinblick auf die Sicherheitslage. Die Gewalt ist noch da, Raimund. Wenn man eine Helm- und kugelsichere Weste tragen muss, um durch das Land reisen, das ist keine Frieden. Frieden ist ganz anderes. Also dieser Korrespondent, der sagt, man könne nur mit Helm und schutzsicherer Weste durch das Land reisen. Was soll das? Das sind wohlgemerkt öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten, die so berichten. Ich bin vor 2 Monaten mit dem Bus durchs ganze Land gereist, 22 Stunden hatten wir. Und ja, ich habe niemanden gesehen, der eine schutzsichere Weste anhatte. In Kolumbien werden auch heute noch von bewaffneten Gruppen kontrolliert. Und in Chile erreichen wir Nicole Ries, unsere Südamerika-Korrespondentin. Ja, da frage ich mich einfach, inwiefern man aus Chile einen Beitrag über die Sicherheit in Kolumbien erstellen kann. Das machen übrigens auch macht die renommierteste Schweizer Zeitung, die NZZ, sowie das Fernsehen auch. Die haben einen Südamerika-Korrespondenten und der sitzt in Chile. Das wäre das Gleiche, wenn ich jetzt einen Beitrag über die Schweizer Sicherheit aus Moskau erstellen würde. Ja, und so zieht sich das dann durch. Das sind jetzt 3 Beispiele. Es gäbe unzählige weitere. Es gibt hier eigentlich praktisch nur negative Berichterstattung. Und einmal mehr zeigt sich, dass es einfach, also mein Vertrauen in die Medien, das ist eigentlich schon längst dahin. Oder ja, es gibt da noch wenige Ausnahmen, aber in den letzten 10 Jahren habe ich da das Vertrauen wirklich eigentlich fast gänzlich verloren. Und das sieht man einmal mehr, weil das ist einfach nicht seriös, was hier berichtet wird. Ja, und dann verlassen wir das besser, diese Medienberichterstattung. Vielleicht noch ein Beispiel oder ein Vergleich, der mag vielleicht ein bisschen hinken, aber es wäre doch das Gleiche, wenn jetzt in Südamerika über Deutschland beispielsweise nur von Axtmördern, Terroranschlägen und Anschlägen auf Flüchtlingsheime berichtet würde. Und ich habe das ein bisschen mal kurz verglichen und die Opferzahlen, die sind nicht mal so sehr verschieden. Und ich sage es ehrlich, also diese Berichterstattungen, das ist mit ein Grund, weshalb ich Europa verlassen habe, weil ich kann mir das nicht mehr anhören, ganz ehrlich gesagt. Steil ist es auf jeden Fall. Vor allem jetzt ist es nass. Schon auf dem Weg habe ich mit ihm gesprochen über die Sicherheitslage in diesem Quartier und da hat sich doch einiges geändert. Impressionante. Es gäbe zwar immer noch kriminelle Einheiten und das Sagen in einem Quartier, das hat der sogenannte Patron, der Chef. ¿Y como bandas hay en este barrio? Banda, como decir que se estén matando. Que se matan, que hacen problemas. Cuidan más bien la ciudad, cuidan los barrios, que no roben, que no se metan con la gente. Cuidan a la comunidad. Pero hay gente que controla el barrio, eso sí, ¿cierto? Ah, no, sí, eso Pero, sí. ¿qué hacen ellos? No, ellos lo que hacen es cuidar a las personas y que no se pierdan nada. Es como la policía. Controla el barrio, así. Y si pasa algo, van de una vez para donde está pasando la cosa y a bajar la marea, pues, para que no se metan con más nadie, para que no pase más nada. Ajá. ¿Sí me entiendes? Claro. Sí, así es. Und so sehen wir auch, oder? Es sind einfach viele Sensationsgeschichten da über diese Barrio. Also es gibt hier durchaus immer noch kriminelle Organisationen. Es sei aber überhaupt nicht in ihrem Interesse, hier Gewalt ausbrechen zu lassen. Im Gegenteil, es gibt zwar Schutzgelderpressungen, das gibt es eigentlich sehr oft und an vielen Orten, aber letztlich sei es im Sinne dieser Organisationen, das sind aber übrigens durchaus Nachfolgeorganisationen dieser paramilitärischen Organisationen, aber, und das ist der Punkt, es gebe keine Gewalt mehr. Im Gegenteil, dieser Patron, der schaut eigentlich ähnlich wie die Polizei, das sehen wir dann gleich noch, für Ordnung in diesem Quartier. Wenn ich jetzt als Ausländer hier eingeladen bin, das wusste ich eigentlich schon zuvor, dann ist das Risiko eigentlich nicht so groß, weil eben man registriert zwar, dass ich hier bin, schaut sogar, dass mir eben gerade nichts passiert. Und wir haben vorhin auf der Straße zweimal den gleichen jungen Herrn gesehen und der ist beispielsweise auch von dieser Organisation, wurde mir dann nachträglich gesagt. ¿Hay un calle aquí o qué? ¿Ah, sí? ¿Pero quién tiene el control en el barrio? ¿La policía o el patrón? Los dos. ¿Los dos? Sí, los dos tienen... No, sí, ellos tienen autoridad. ¿Tienen autoridad?
Uy, son del gobierno. Yo trabajo en ellos, son como para cuidar el barrio. Pues. Tú sabes que siempre hay policía, y así sabes que acá policía igualito, matan y... Sí, pero si hay un asesino o algo así, ¿es que? Bueno, eso lo llega. Pero pasa mucho. Muy poco, ¿no? No, eso es antes, tú. Era antes que Colombia más todavía. Ja, unterdessen ist die Musik zu laut, da hört man eigentlich nichts mehr, versteht nichts mehr. Das war eigentlich im ganzen Quartier jeweils so. Ich kann das auch noch ganz schnell zusammenfassen. Also es gibt, wir sind auch vorbeigegangen, eine Polizeistation und es sei so, dass diese Organisation und die Polizei, die kooperieren eigentlich im Einvernehmen und beide hätten etwa gleich viel, ich sag mal, Macht. Beide seien eigentlich an Sicherheit und Ordnung irgendwo natürlich interessiert, wenngleich natürlich diese Organisationen auch kriminelle Machenschaften betreiben. Ich kann da noch ein anderes Beispiel geben, das ich denke, das war etwa 2012, 2013. Da war ich auf der anderen Talseite in Robledo Alto, das ist ein ganz ähnliches Quartier wie hier. Damals war die Sicherheitslage sicher noch nicht ganz so gut wie heute. Ich habe mich dann auch vorgängig informiert, kann ich da überhaupt hingehen? Und mir wurde dann gesagt, die Polizei gehe nie in dieses Quartier. Und wir sind dann auch in einen Quartierladen dort gegangen. Die Person, die mich damals eingeladen hat, die sagte mir dann, gerade vor einer Woche sei einer erschossen worden hier, weil er eben in diesem Laden etwas gestohlen hat. Und das werde nicht toleriert. Also das war dann doch ziemlich drastisch. Aber letztlich ging es auch schon damals darum, eigentlich Ordnung in diesem Quartier zu haben. Und ja, man muss sich dann einfach an die entsprechenden Gesetze, sage ich mal, halten, oder? Sonst kommt es natürlich nicht gut. Die Sicherheit ist nicht mehr so tangiert, wie das früher der Fall war. Das ist, glaube ich, mal das vorerste Fazit. Wir werden dann jetzt in der nächsten Episode noch schauen, wie es dann auch nachts aussieht hier in diesem Quartier. Ich kann es jetzt schon sagen, es wird knallen. Da werden wir auch noch das Intro aus dem ersten Teil auflösen. Und ich werde weiterhin auch noch einige Recherchen machen, eben zur ganzen Stadt. Und dann in einem letzten Teil, nachdem ich auch noch im Zentrum war, das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, werde ich versuchen, das alles ein bisschen zu konsolidieren, also zur Sicherheitslage hier in Medellin, in den verschiedenen Quartieren, aber auch zu den verschiedenen Provinzen im ganzen Land. Das ist nicht ganz einfach, das alles zu recherchieren, aber am besten hält man sich sicherlich an die lokalen Quellen und auf keinen Fall an diese Medienberichterstattungen oder auch eben diese YouTube-Kanäle. Ich glaube, das ist das vorerste Fazit, das wir hier ziehen können. Da sieht man jetzt wirklich fast ganz Medellin. Ja, und zum Schluss sehen wir jetzt noch die Stadt von oben und ich gebe da einen kurzen Einblick über die Quartiere, die man hier sieht. Und es würde uns natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und dann beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Natürlich gibt es noch ganz andere Berichte. Wir werden über die Musik hier in Lateinamerika berichten. Wir werden auch über das Finanzwesen nochmals berichten und wir werden nicht zuletzt auch nochmals ein bisschen unsere Beweggründe oder auch die politische Situation oder die gesellschaftliche und die ökonomische Situation in unserem Heimatkontinent ein bisschen analysieren, weil es interessiert uns natürlich nach wie vor, was dort geschieht und wir sind auch, ich persönlich, teilweise immer noch in der Schweiz sehr stark an einer positiven Entwicklung dort interessiert. Ganz hinten wohne ich. Kannst du mal versuchen zu zoomen? Das wäre Savanetta ganz hinten. Ich zeige schnell das Zentrum, wo wir auch schon gedreht haben. Das ist hier. Übrigens etwas Wichtiges habe ich noch vergessen, diese ChatGPT-Statistik, die ist so ausgefallen, weil eben nur deutschsprachige Quellen konsultiert wurden. Hochhäuser. Das ist Laureles, da habe ich mal gewohnt. Dann haben wir hier Robledo. Das ist eigentlich ähnlich wie hier, einfach auf der anderen Talseite. Und ja, da unten ist Manrique. Das hat jetzt ganz viele Hochhäuser, das wäre Poblado. Es ging jetzt auf der anderen Seite, das sieht man jetzt hier nicht, ging es noch viel weiter. Bello no se ve, es cierto, Bello está por allá. Und da ging es noch viel weiter, eben Bello. Eldominio.com, te metí la vaina.